Heute gehen wir mal auf ein paar politische Kommentare ein, die unter meinen letzten politischen Videos geschrieben worden sind. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie gerade erwähnt, werden wir heute mal einige Kommentare durchgehen, zumindest versuchen mal den einen oder anderen Kommentar durchzulesen und ich werde hier einfach mal meine Meinung dazu sagen, vielleicht auch noch meinen Hintergrundgedanken ein bisschen veröffentlichen, auch warum ich einige Sachen in Videos vielleicht sage, so wie ich die sage. Ich weiß, dass gerade das Thema Politik ein sehr schwieriges Thema ist und ich denke, es wäre egal, was ich sagen würde, ich würde immer von der einen oder anderen Seite auf den Deckel kriegen. Auch wird immer irgendjemand das falsch verstehen, was ich sage oder es so aufnehmen, wie er das möchte, ist ja auch in Ordnung. Damit muss ich rechnen, damit rechne ich eigentlich auch. Ich denke aber, das ist der kleinere Teil, der Großteil der Zuschauer, die den Kanal folgen, die wissen, denke ich, schon im Großen und Ganzen, was ich sagen möchte und vielleicht auch, wie ich ticke. Selbst wenn da jemand irgendwie vielleicht mal, ich nenne das jetzt mal aus der Reihe tanzt, ist das für mich in Ordnung. Trotzdem würde ich vielleicht hier und da mal etwas erklären und vielleicht auch mal den einen oder anderen Hintergrund herauszuholen, um das vielleicht noch ein bisschen verständlicher zu machen, damit auch die Leute, die vielleicht nicht ganz so über den Tellerrand hinausschauen, vielleicht auch verstehen, was ich sagen möchte. Rede ich hier jetzt aber auch nicht um den heißen Brei herum, sondern komme auch schon direkt zum Thema und zeige euch einfach mal die Kommentare, welche ich meine. Und Moment, ich muss hier einmal kurz meinen Laptop runterklappen. Und zwar habe ich hier den Kommentar, der ist auf Polnisch, ich werde den euch aber so sinngemäß übersetzen. Und da hat dann die Person geschrieben, ja, verzeihen Sie mir, wenn Geld für Kinder nicht wichtig ist, ihr fehlen die Worte, weiter das Video zum Kommentieren und sie ist von dem Video ganz enttäuscht. Und das hat einfach den Hintergrund, weil ich in diesem Video halt erwähnt habe, ich weiß jetzt auch nicht mal hundertprozentig meine Wortwahl, aber dass ich kein Freund davon bin, von Kindergelderhöhung. Zumindest nicht auf diese Art, wie das so gekommen ist. Ne? Für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, also ich sage jetzt mal mehr für die deutschen Zuschauer, hier in Polen gab es vor dem Jahreswechsel Kindergeld 500 Zloty, umgerechnet ca. 115 Euro. Das wurde jetzt erhöht auf 800 Zloty, was jetzt weiß nicht, 180, 190 Euro sind. Und ich bin wirklich nicht dagegen, Kindergeld zu geben oder das Kindergeld auszuzahlen. Man muss aber mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, von 500 Zloty auf 800 Zloty, das ist eine Erhöhung von 60%. Meiner Meinung nach, und ich möchte aber hier auch nochmal ganz klar sagen, dass ich kein Wirtschaftsexperte bin oder ähnliches, aber ich denke, um so etwas sich zu durchrechnen oder so etwas im Hinterkopf zu haben, dass das nicht gesund ist, muss man auch kein Wirtschaftsexperte sein. Also wir haben eine Erhöhung von 60%. Kindergeld von 60%. Ne? Man muss sich jetzt überlegen, von wo kommt überhaupt das Geld. Ne? Also es gibt einige Möglichkeiten. Man kann das Geld drucken. Das bedeutet aber auch automatisch mehr Inflation. Ne? Also wenn es gedruckt ist, ist es noch nicht so tragisch. Tragisch ist es, wenn das in den Markt gespült wird. Ne? Das heißt, die Regierung sagt, okay, jetzt haben wir genug Geld gedruckt und jetzt schütten wir das in den Markt. Das heißt, wir haben mehr Geld im Umlauf, das nennt man Inflation. Ja, in Polen ist die Inflation nicht gerade sehr stabil. Ich glaube, zuletzt war die bei 17–18%. Könnt ihr mich gerne korrigieren, könnt ihr es mir gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, aber so ungefähr war die. Ja? Was aber wahrscheinlich viele Leute nicht wissen oder vielleicht auch nicht mitgekriegt haben, zum 1.1., als das Kindergeld erhöht wurde von 500 auf 800 plus, wurden auch die Steuern erhöht für landwirtschaftliche Betriebe. Das heißt, jeder Landwirt, der Land besitzt und dort Landwirtschaft betreibt, hat automatisch, also pro Hektar, muss er jetzt circa 21% mehr Steuern zahlen. Also er muss jetzt ein Fünftel mehr Steuern bezahlen von dem, was er vorher bezahlt hat. Ja? Ist das jetzt fair? Okay, da kann man jetzt drüber streiten oder nicht, ist das gut oder nicht gut. Was ist aber das Resultat aus der ganzen Sache? Ne? Okay, die Leute, die jetzt mehr Kindergeld kriegen, die freuen sich, yay, ich habe 300 Zloty mehr. Aber dadurch, dass der Bauer zum Beispiel, also das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, ne, aber dadurch, dass der Bauer jetzt 20%
mehr Steuern bezahlt, wird auch automatisch alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, teurer. Das heißt die Butter, die Milch, Brot, Obst, Gemüse, also eigentlich unser tägliche Nahrungsmittel, Fleisch, also alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, wird automatisch teurer. Automatisch. Also da können wir gar nichts darum, das können wir gar nicht ändern. Ne? Das heißt, die Person, die das Kindergeld kriegt, die freut sich, weil sie 300 Zloty mehr hat, aber diese 300 Zloty mehr sind ja nicht wirklich mehr, weil ja auch automatisch alles ansteigt. Ne? Ich kann euch vielleicht mal ein Beispiel nennen, wo ich nach Polen gekommen bin. Vor circa 4 Jahren habe ich für die Butter 4 Zloty bezahlt. Heute zahle ich ungefähr 7 Zloty. Manchmal sind Angebote, ne, aber so ungefähr 7 Zloty. Ne. Mit dem Brot ist das genau das Gleiche. Ne. Wo ich nach Polen gekommen bin, ich glaube, hat ein Brot 2 Zloty gekostet. Ein ganz normales Weizenbrot, ein helles Brot, ganz normales helles Brot. Mittlerweile sind wir bei 4,5 Zloty ungefähr. Ne. Also da sieht man, dass einfach diese Preise ansteigen. Ich habe das Gefühl, dass diese Leute das nicht sehen. Ne? Und das ist dann einfach das Gefährliche. Ne? Also der das Kindergeld kriegt, der kann das irgendwie auskompensieren, weil er ja die 300 Zloty mehr hat. Aber die wirklich die 300 Zloty nicht mehr haben, und die haben jetzt ein Problem. Ich finde, das ist jetzt aber auch nur meine persönliche Meinung, ich finde es nicht fair, denen das Geld wegzunehmen, die eigentlich am härtesten arbeiten. Oder ich sag mal so, Landwirte machen fast täglich Überstunden, die haben keinen 8-Stunden-Job, die haben einen Job, wenn die Arbeit erledigt ist, die haben kein Wochenende, weil die müssen von Montag bis Montag im Prinzip arbeiten, bei Wind und Wetter, das ist wirklich egal, und das sind die härteste Arbeit machen, meiner Meinung nach. Die arbeiten sehr körperlich, ja, und das ist ein sauharter Job. Und denen nehmen die das Geld weg, um anderen es zu geben. Kann man sich jetzt wirklich darüber streiten oder diskutieren, ist das jetzt fair oder nicht? Ich gebe euch mal noch ein Beispiel. Ich war letzte Woche auf dem Gemüsemarkt. Hier in Polen gibt es diese Tomaten Malinowe. Ja, das sind hier diese polnischen Tomaten Malinowe. Wisst ihr, was die Malinowe-Tomaten auf dem Markt kosten? 30 Zloty. Ich weiß nicht, wie viel ihr in Deutschland für Tomaten bezahlt, aber 30 Zloty sind umgerechnet 7 Euro. Verkauft euch ein Bauer auf dem Markt Tomaten für 7 Euro? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir schwer vorzustellen, dass ihr in Deutschland 7 Euro für Tomaten bezahlt. Ne? Ihr müsst euch überlegen, wir sind hier in Polen und ich zahle hier für das Kilo Tomaten, polnische Tomaten vom Bauern 7 Euro. Wollt ihr mir sagen, das ist gut? Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall, diese Aussage zurückschmeißen und sagen, ich bin nicht gegen Kindergeld. Ich bin eigentlich mehr gegen ein künstliches Aufpumpen, weil das alles zurückkommt. Leute müssen vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, welche Konsequenzen das haben könnte, wenn sowas gemacht wird. Hier haben wir noch einen Kommentar von meinem Freund Ukasz und er schreibt, mach doch mal bitte ein Video, was du denken würdest, welche Koalition im Moment, die vorhanden ist, am besten wäre. Nur Politiker ohne Parteizugehörigkeit. Das ist eine sehr interessante und zugleich auch ein sehr interessantes Gedankenspiel. Ich finde, das ist eine Frage, die eigentlich schon fast unmöglich ist zu beantworten, weil man meiner Meinung nach keine Koalition erstellen kann, um ein zufriedenes Ergebnis zu kriegen. Das ist nur meine Meinung zumindest. Vielleicht kann ich ja zu dem einen oder anderen Politiker einfach ein paar Worte verlieren und vielleicht auch meine Gedanken dazu einfach erzählen. Vielleicht bringt das ja auch etwas und zum Schluss kann ich vielleicht auch sagen, welche Politik mir am meisten zusagt. Bei der letzten Regierung hatten wir den Morawiecki als Premierminister und Kaczynski als Parteivorsitzender der Partei PiS. Und ja, also die PiS stellt sich ja da sehr als patriotische, konservative Partei, die ist auch also ja, rechtskonservativ eingestellt. Und natürlich ist es dann auch so, dass Morawiecki und Kaczynski beide zusammen natürlich eine gewisse Masse anziehen. Gerade die älteren konservativen Menschen. Die haben auch, wenn man das zum Beispiel sieht, dass der Morawiecki auf der Bühne steht und da seine Reden hält, der redet auch immer sehr viel vom Patriotismus, vom polnischen Volk und ja, alles nur für Polen. Ich sehe das alles ein bisschen anders. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, denn ich denke, wenn man dem polnischen Volk etwas wegnimmt, um einem anderen Volk etwas zu geben, ist das nicht an erster Stelle das polnische Volk, ist das eigentlich mehr, ja, ich nehme es dir weg und gebe es dann den anderen. Ist zumindest meine persönliche Meinung. Ich kann, wenn ihr möchtet, auch mal nächstes Mal ein Video zu diesem Thema machen. Dann geht das schon ein bisschen tiefer in die Politik, aber ich denke, dass das nicht so ganz interessant ist.
Aber deswegen sage ich das jetzt einfach mal so. Ne? Aber trotzdem hätten wir hier die beiden, die zumindest schon mal eine Masse anzieht. Und zwar sind das die Älteren, sind das mehr die Konservativen, sind das mehr die, die vielleicht auch rechts eingestellt sind. Und wenn wir uns jetzt mal den Tusk angucken, ich finde, so ein Tusk ist in gewissen Punkten auch nicht schlecht. Warum? Er hat gute Kontakte nach Europa. Und wenn wir jetzt das Land Polen haben, welches in der EU ist, ist das vielleicht auch nicht verkehrt, jemanden zu haben, der gut mit der EU mitspielt. Warum? Kann ich euch vielleicht mal anhand einiger Beispiele erklären. Die letzte regierende Partei, die war ja nicht so ganz EU-freundlich. Zwar haben die sehr viel gemacht, was die EU gesagt hat, haben es ein bisschen aber verschleiert und haben immer gesagt, ja, wir sind gegen EU, ja, das kann man alles nachlesen, diese ganzen Sachen. Trotzdem waren die immer so ein bisschen so ein Gegner, die haben immer laut geschrien, EU, ja, EU ist, ja, böse, EU will uns seine Gesetze auflegen und so weiter und so fort. Und natürlich ist das dann ja auch so, wenn die gegen die EU sind, ja, dann kann ja auch die EU viel leichter Sanktionen aussprechen. Ja? Oder die sagt, ja, okay, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir einfach den Hahn zu. Punkt, Schluss, aus. Ne? Wenn man aber dann zum Beispiel so einen wie den Tusk hat, der ist natürlich sehr positiv und sehr offen auf die EU eingestellt, was ja auch gar kein Geheimnis ist. Ich meine, er hat ja auch in seinen Reden gesagt, wir sind Europa, wir müssen mit Europa mitgehen. Er hat ja keine Geheimnisse daraus gemacht. Ne? Und wenn man dann so jemanden hat, der dann zum Beispiel sehr gut mit der EU auskommt, der hat dann auch natürlich die Möglichkeit, die Gelder aus der EU zu ziehen. Auch wenn irgendetwas nicht so ganz funktioniert, hat er trotzdem viel größere Chancen, gute Deals auszumachen, wie zum Beispiel jemand, der ganze Zeit auf EU schimpft. Deswegen, wenn man jetzt die beiden Politiker zusammenpacken würden, wäre das vielleicht an erster Stelle, klar, unmöglich, aber vielleicht gar nicht so eine schlechte Koalition. Ich habe aber auch noch zwei weitere Politiker im Hinterkopf, die ich persönlich sehr interessant finde. Und zwar ist das der Sławomir Mencen von der Konfederacja und der Krzysztof Bosak. Was mir hier gefällt bei den beiden ist, oder überhaupt bei der Konfederacja, ich weiß, das ist eine recht konservative Partei und jetzt dürft ihr mir auch böse Kommentare unten drunter schreiben, wenn ihr möchtet. Und das sind meiner Meinung nach Personen, die wirklich fürs polnische Volk stehen. Die sind zum Beispiel für eine Steuervergünstigung, dass der Pole mehr verdient. Die sind auch zum Beispiel fürs Nicht-Abschaffen des Bargeldes, was ja die letzte regierende Partei ja nicht so ganz eingehalten hat. Also man hatte hier früher eine Freigrenze, ich glaube von 25.000 Zloty, die man im Bar zahlen durfte, und die letzte regierende Partei hat das einfach mal runtergestuft auf 10.000 Zloty. Ja, da geht immer so ein bisschen so ein Teil Privatsphäre weg. Ja, was mir bei denen auch gefällt, der Krzysztof Bosak zum Beispiel, der ist bei den ganzen Bauernprotesten dabei. Der ist mal hier, mal da. Überall, wo ein Bauernprotest ist, sieht man immer irgendwo den Krzysztof Bosak. Das ist eine Sache, die spricht mich natürlich sehr an, sehr positiv sogar. Denn man muss auch sagen, wie es ist. Polen lebt sehr viel von der Landwirtschaft. Und ich finde, die Landwirtschaft hier in Polen ist mit eins der wichtigsten Wirtschaftssektoren und Einheiten, die wir hier in Polen haben. Zudem finde ich auch noch den Herrn Mencen sehr gut, wenn es um Steuern geht, was ich schon gerade gesagt habe. Die Partei ist ja für eine Steuersenkung. Der Mencen selbst ist ja auch Selfmade-Millionär, hat eigene Firmen, hat eine eigene Kanzlei, und aus diesen Gründen würde ich sagen, dass er schon Ahnung vom Business hat. Ich bin auch ganz klar der Meinung, wenn er in den Wirtschaftssektor von Polen eingehen würde, würde das auf jeden Fall einen sehr starken positiven Effekt haben. Ist zumindest nur meine persönliche Meinung. Deswegen hätten wir hier schon mal so eine kleine Koalition. Tusk, der vielleicht ein bisschen die Hände nach Europa ausstreckt. Dann hätten wir die beiden von der PiS-Partei, die natürlich so diese ältere Generation anzieht. Und dann hätten wir zum Beispiel die beiden von der Konfederacja, diese Menschen anzieht, die vielleicht konservativ eingestellt sind, aber auch moderner leben. Ich finde, das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Koalition. Ich weiß, dass dies wahrscheinlich jetzt nicht die Frage ganz beantwortet hat, die mir gestellt worden ist, aber wie ich schon gesagt habe, das ist eine verdammt schwierige Frage und das ist eigentlich ganz schwierig zu beantworten. Jetzt sage ich auch nochmal, wie ich vielleicht meine Politik ein bisschen drehen würde. Also man muss ganz klar sagen, dass jede Politik irgendetwas Gutes mitbringt. Ja? Auch wenn wir jetzt die rechte Seite sehen, die linke Seite, die Mitte, die stark Liberalen oder die Grüne. Ich finde, so eine Politik aus allem wäre meiner Meinung nach so eine perfekte Mischung. Ganz klar, man muss erstmal aufs eigene Volk schauen. Das ist meine ganze persönliche Meinung auch. Und mir hat mal ein guter Kollege zu mir gesagt, wenn jeder sich selbst hilft, ist jedem geholfen. Und das ist auch ganz klar meine Meinung. Das heißt, wenn jedes Land sich erstmal selbst hilft,
ist in dem Moment dem ganzen Volk geholfen. Und wenn man dann was über hat, kann man vielleicht dann auch dem Nachbarn helfen oder den Kollegen nebenan. Das ist dann ja auch alles gar kein Problem. Nur man darf sich selber nicht schaden. Ich kann das vielleicht auch noch anhand eines Beispieles nennen. Also ich bin ganz normaler Arbeitnehmer. Ich verdiene mein Geld. Ich unterhalte meine Familie. Ich unterstütze meine Familie zu 100%, wo ich kann. Und meine Familie steht an erster Stelle. Erstmal meine Frau, mein Kind. Das ist sowieso immer an erster Stelle. Mein Geld, was ich verdiene, geht auf meine Familie drauf. Es wäre doch schon verrückt, wenn ich Geld verdienen würde und an erster Stelle den Nachbarn helfe, bevor ich meinem Kind oder meiner Frau helfen würde. Ne? Das ist doch meiner Meinung nach eine ganz logische Denkweise. Und genauso sehe ich das, sollte es auch in der Politik sein. Wenn ich Politiker bin und ein Land regiere, gucke ich erstmal auf mein eigenes Land und danach, wenn ich was über habe, kann man gerne mit den Nachbarn sprechen, was können wir machen, um den zu unterstützen oder wie kann man das vielleicht besser machen, dass die Partnerschaften besser funktionieren. Kann man immer alles gerne machen, aber erstmal an erster Stelle schauen. Man sieht das ja sehr häufig, dass nicht jedes Land sich an diese Regeln. Das war jetzt so ein kleines Gedankenspiel meiner Seite. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich jetzt nicht die Frage zu 100% beantwortet habe, aber wie gesagt, das ist auch total schwierig, diese Frage zu beantworten, da jetzt irgendetwas Vernünftiges dabei rauszuholen. Aber trotzdem würde mich mal deine Meinung zu diesem Thema interessieren. Hinterlass mir das auf jeden Fall mal in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!